Hallo, ich zeige dir in den nächsten Minuten einen Weg, wie du ganz schnell neue Namen für deine Angebote testen kannst. Und zwar ohne dabei das 50. Abo für noch ein neues Marketing-Tool abzuschließen und ohne viel Zeit und Aufwand zu investieren. Mein Name ist Sonja, ich nutze Google Ads seit 2006 und ich helfe dir, deine Kampagnen für Coaches, für Berater und für Dienstleister erfolgreicher zu machen. Wenn du das alles nicht alleine machen willst, dann kannst du mit uns natürlich als Agentur zusammenarbeiten oder du holst dir Hilfe zur Optimierung deiner Google Ads Kampagnen in der Search Mastery. Das ist meine Google Ads Membership. Abonniere meinen YouTube-Kanal und lass mir einen Daumen hoch unter dem Video hier da, denn nur so weiß ich, dass dir meine Tipps weiterhelfen und dann bekommst du in Zukunft logischerweise auch mehr Tipps und Tutorials zu Google Ads hier zu sehen. Wenn du Coach oder Berater bist, dann haben deine Angebote oft komplexe Namen, damit deine Zielgruppe nicht das Gefühl hat, dass sie die Katze im Sack kauft. Und wenn es dir ähnlich wie mir geht, dann nimmst du nicht die erstbeste Idee als Titel für dein neues Angebot, sondern du überlegst lange hin und her, wie du eine Mischung aus Einzigartigkeit, aus Mehrwert und so weiter hinbekommst und das im Namen deines neuen Angebots unterbringst. Das macht die Sache tatsächlich nicht unbedingt einfacher, einen guten Namen für dein neues Programm, für dein Workshop, dein Webinar oder eben dein Freebie zu finden. Und wenn du jetzt deine Business-Freunde fragst, dann bekommst du wahrscheinlich bei 10 gefragten Personen auch 10 unterschiedliche Antworten und das hilft dir leider Gottes halt eben nicht weiter. Denn letztendlich geht es dir ja nicht darum, einen schönen Namen für dein Angebot zu finden, sondern dein Angebot soll es soll halt konvertieren. Das heißt, du willst möglichst viel Leads, viel Kunden und viel Umsatz damit erreichen. Und wenn du dich für den falschen Angebotsnamen entscheidest, dann kann dich das am Ende sehr viel Geld kosten, nämlich sehr viel Umsatz, den du nicht verdienst und mit einem anderen Namen hättest verdienen können. Das Gute ist, du musst diese Entscheidungen alle nicht alleine treffen, denn im Online-Marketing können und sollten wir solche Entscheidungen natürlich tatsächlich datenbasiert treffen, indem wir einfach verschiedene Namen gegeneinander testen und uns dann für den erfolgreichsten Namen entscheiden. Wenn wir 2 Varianten, zum Beispiel den Angebotsnamen A und den Angebotsnamen B, gegeneinander testen, dann nennen wir das Überraschung A-B-Test. Und für sowas gibt es ein einfaches Tool, mit dem du diesen Test durchführen kannst, ohne dass du 2 separate Landingpages mit unterschiedlichen Inhalten brauchst. Und das zeige ich dir jetzt. Ich zeige dir, wie du ganz einfach verschiedene Titel für deine Produkte testen kannst, beziehungsweise wie du verschiedene Texte auf deinen Landingpages testen kannst, ohne dass du wirklich immer komplett neue Landingpages machen musst. Das heißt, was du einerseits dafür brauchst, ist natürlich eine Landingpage, auf der du einen Text austauschen und testen möchtest. Das heißt, sowas wie diesen Titel hier zum Beispiel, da zeige ich dir gleich, wie wir den austauschen und gegen einen anderen alternativen Titel testen können. Das Zweite, damit du das nachmachen kannst, was ich dir hier zeige, ist, du solltest Google Analytics 4 eingerichtet haben und da solltest du auch Events eingerichtet haben. Wenn du Mitglied der Search Mastery Membership bist, dann hast du die ganzen Tutorials, dann hast du das doch alles schon gemacht, dann kannst du direkt damit loslegen. Wenn wir testen möchten, brauchen wir natürlich auch ein Tool, mit dem wir den Test aufsetzen. Und dieses Tool, was ich dir jetzt vorstelle, das ist Google Optimize. Das ist ein kostenloses Tool von Google, was du dafür nutzen kannst und womit das sehr, sehr schnell geht. Wir sind hier schon in Google Optimize drin. Du kannst das Tool erreichen, indem du einfach optimize.google.com besuchst. Und da findest du das. Wenn wir diesen Test machen, müssen wir ein kleines Code-Snippet in unsere Webseite einbinden. Das geht total einfach, wenn du eine WordPress-Seite hast mit dem Pixel Your Site Plugin. Du kannst das auch mit dem Google Tag Manager machen, wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist. Das Plugin, was ich dir hier zeige, was ich nutze dafür, das ist mega einfach. Das heißt, du musst keine Ahnung von Tag Manager und so weiter haben. Du kannst einfach das nachmachen, was ich dir gleich zeige. So. Das heißt, zuerst müssen wir uns natürlich Gedanken machen, was möchten wir hier testen. Der einfachste Test, den du machen kannst, das ist ein ganz simpler AB-Test. Das heißt, wir testen den einen Titel gegen einen zweiten Titel. So, wenn du jetzt deinen Test einrichtest, musst du dir natürlich Gedanken machen, woran möchte ich die Ergebnisse messen. Das heißt, wie möchte ich hinterher entscheiden, ob jetzt der Titel A oder der Titel B besser ist. Das heißt, du musst dir ein Ereignis suchen, wo du sagst, okay, der Titel, der bei diesem Ereignis halt eben den Zähler höher treibt, der soll es am Ende auch werden. Das heißt, das wird mein Gewinnertitel.
Wenn du Analytics nutzt und deine Events eingerichtet hast, dann wirst du hier unter den Berichten in deinen Events eben auch das entsprechende Ereignis sehen, was du halt als ausschlaggebend für deinen Test definieren möchtest. Das heißt, die siehst du hier, alle Ereignisse, die du eingerichtet hast, und hier suchst du dir eben dieses spezielle Ereignis raus, das du da messen möchtest als Kriterium für den Test. So, und ich möchte zum Beispiel hier dieses Event Sign Up Vimeo Webinar nehmen. Wenn du jetzt festgelegt hast, welche Landingpage du testen möchtest und an welchem Ereignis du die Erfolge messen möchtest, dann kannst du deinen Test hier aufsetzen. Wenn du dich zum ersten Mal in Google Optimize einloggst, dann wirst du gefragt, womit du vielleicht deinen Account verknüpfen möchtest. Und dann wählst du eben vorher natürlich Google Analytics 4 aus und verknüpfst das mit deinem Account. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du hier auf Webseitenvariante erstellen gehen, um einen neuen Test zu erstellen. Ich nenne den Test hier einfach Beispieltest und ich entscheide mich für einen ganz einfachen AB-Test. Wenn du mehrere Dinge auf deiner Webseite testen möchtest, dann kannst du dich für einen Multivariatentest oder andere Varianten entscheiden. Ich mache das hier mit dem simplen AB-Test. Und jetzt gehe ich einfach auf Erstellen und jetzt gibt es hier diverse Dinge, die ich einrichten muss. Einerseits muss ich natürlich einrichten, welche Seite ich überhaupt testen möchte. Und dann gehe ich hier hin und tippe die URL meiner Seite ein. So, das ist diese Seite, die ich hier gerne testen möchte, auf der wir hier eben waren und wo ich jetzt gleich den Titel ändern möchte. Wie mache ich das? Ich füge hier eine Variante hinzu. Und ich sage jetzt, ich nenne die einfach Variante 1, neuer Text. Und hier siehst du automatisch die Gewichtung 50-50. Das bedeutet, wenn ein Nutzer einfach so auf deine Webseite kommt, dann kriegt jeder Zweite die neue Variante angezeigt und die anderen, die sehen jeweils die aktuelle, die alte Variante. So. Was ich natürlich jetzt machen muss, ich muss diese neue Variante bearbeiten. Ich bin hier gerade in Chrome unterwegs. Falls du das nicht bist, ist jetzt der Moment, wo du spätestens rüber zu Chrome wechseln solltest, denn das funktioniert am besten hier in Chrome. Und hier gehst du einfach auf Bearbeiten. Und jetzt öffnet sich unsere Seite, auf der wir den Text austauschen möchten. Du siehst hier rechts, hast du ein kleines Editor-Fenster und jetzt gehst du einfach auf den Text, den du anpassen möchtest oder die Inhalte. Und hier kannst du tatsächlich dann live in den Inhalten etwas verändern. Dazu klickst du einfach das Element an, was du ändern und testen möchtest und dann gehst du auf Element bearbeiten und dann sagst du zum Beispiel Text bearbeiten. Und hier mache ich jetzt einfach draus, so steigerst du deine Erfolge durch Google Ads. Wenn ich das gemacht habe, dann klicke ich hier unten auf den blauen Fertig-Button. So, und jetzt habe ich eine Variante erstellt. Wenn ich damit fertig bin mit meinen Anpassungen, dann gehe ich hier oben rechts auf diesen blauen Button und da drücke ich auf Speichern. Und dann kann ich nochmal auf Fertig klicken, beziehungsweise habe ich die Möglichkeit, du siehst hier den Desktop-Bildschirm. Hier kannst du theoretisch für jedes einzelne Endgerät noch Änderungen vornehmen. Und hier kannst du dann auf Fertig gehen. Und jetzt hast du eingerichtet, auf welcher Webseite du etwas testen möchtest und du hast eben schon deinen Test aufgesetzt. Das heißt, du hast die beiden Texte definiert, die du gegeneinander testen möchtest. So, hier legst du nochmal separat fest, wo dein Test stattfinden soll. Und hier könntest du rein theoretisch auch noch bestimmte Zielgruppen festlegen, die eben deinen Test sehen sollen. Und jetzt gehst du hier weiter runter. Du kannst dir für dich selber auch noch eine Beschreibung hinzufügen. Und hier unten im Bereich Messwerte und Ziele, hier legst du fest, anhand welches Events du den Erfolg deines Tests messen möchtest. Das heißt, hier unten, wo primäres Ziel steht, hier klickst du auf Testziel hinzufügen. Und hier kannst du einfach, da dein Account von Google Analytics mit Google Optimize schon verknüpft ist, einfach auf aus Liste auswählen klicken. Und hier siehst du verschiedene Events, die du einfach auswählen kannst. Und ich habe gesagt, ich möchte Sign Up Vimeo Webinar maximieren. Das heißt, ich möchte zählen, wie viele Leute sich für mein Webinar auf genau dieser Landingpage anmelden. Und dann klicke ich das an. So. Und jetzt habe ich ein Ziel festgelegt. Ich kann noch weitere Ziele hinzufügen, aber aktuell jetzt, um es einfach zu halten, beschränke ich mich auf dieses eine Ziel. Und jetzt muss ich noch den entsprechenden Tracking-Code für diesen Test, damit der Test auch funktioniert, in die Seite einfügen. Das heißt, ich kann hier draufklicken und kann mir hier das Code-Snippet organisieren, was ich hierfür brauche. Das heißt, ich kopiere das hier
Und ich füge das in meine Seite ein. Und zwar muss ich dazu logischerweise die Seite bearbeiten. So. Und wenn du auch Pixel Your Site nutzt, dann wirst du hier unten auf deiner Seite, wenn du deine Seite bearbeitest, ein Fensterchen sehen, wo du diesen Code einfügen kannst. Nämlich hier genau an dieser Stelle, wo Pixel Your Site Head and Footer Scripts steht. Und jetzt nimmst du dir diesen Code hier und dann bindest du den im Head ein von deiner Seite. So, das heißt, das kommt hier oben rein, das speicherst du ganz einfach. Und jetzt gehst du zurück in Optimize und jetzt kannst du dir hier die Vorschau deines Tests ansehen. So, das heißt, wenn du deinen Test jetzt gleich startest, dann sehen 50% aller Webseitenbesucher diesen neuen Text. Und darüber kannst du dann testen, weil automatisch im Hintergrund gecheckt wird, wie viele Leute sich in meinem Fall zu dem Webinar anmelden. Darüber kannst du testen, welche Headline am besten funktioniert, das heißt, welcher Angebotstitel und so weiter und so fort. Eine Sache ist dabei noch wichtig zu beachten. Natürlich, wenn du ein Cookie Consent Management Tool nutzt, musst du das natürlich konform alles einbinden. Das heißt, hier sind gegebenenfalls hier und da noch ein paar kleine Anpassungen erforderlich. Und natürlich ist es dann eben auch so, dass dieser Test logischerweise 50-50 nur dann ausgeführt wird, wenn eben auch alle Leute wirklich deinen Cookie-Hinweis akzeptieren würden. Ansonsten kann es eben sein, dass tatsächlich weniger Leute diesen Test sehen. Aber das sollte dich logischerweise nicht davon abhalten, das zu tun, denn das ist bei jedem Optimierungstool so, dass man halt diese Hürde überwinden muss. Falls du dir jetzt Gedanken machst, dass du irgendwo gelesen hast, dass Google Optimize bald nicht mehr funktioniert und so weiter und so fort, es kursieren da einige Gerüchte drüber, geh mal davon aus, dass es weiter funktionieren wird. Denn Google Optimize soll eben langfristig in Google Analytics 4 im Herbst integriert werden. Insofern darfst du eigentlich davon ausgehen, es wird weiter funktionieren. Du wirst rechtzeitig entsprechende Möglichkeiten bekommen. Insofern ist das ein Tool, mit dem du durchaus heute schon starten kannst. Natürlich fallen dir bestimmt noch ganz viele weitere Möglichkeiten ein, zum Beispiel auch Inhalte in Kombination mit bezahlten Werbeanzeigen zu testen. Wenn dir mein Video weitergeholfen hat, dann klick auf Gefällt mir und wenn du noch mehr darüber lernen willst, wie du deine Erfolge mit Google Ads steigerst, dann schau dir einfach mein Videotraining an. Das kostet nichts und du findest den Link dazu unter diesem Video hier.